Das MCU zieht weiter seine Kreise und bei uns in den Kommentaren ist eine interessante Entwicklung zu beobachten. Wenn wir früher Videos zum Marvel-Universum gemacht haben, dann haben sich die meisten Zuschauer einstimmig gefreut. Die kritischen Stimmen werden aber derzeit immer lauter. Man habe keine Lust mehr auf die Marvel-Invasion im Kino. Das, was wir schon seit Jahren anprangern, scheint nun tatsächlich auch bei euch anzukommen. Und gerade befindet sich das MCU inhaltlich auch in einer großen Schwebe. Der spektakuläre Avengers Infinity War schaffte es nochmal große Aufmerksamkeit zu erregen. Viele sind gespannt darauf, ob der erste MCU-Film nach Infinity War auf die Ereignisse aus dem dritten Avengers eingeht. Und genau darum geht es heute in einer neuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Ant-Man and the Wasp fußt sehr stark auf Civil War. Nach den Ereignissen aus dem Film steht Scott Lang alias Ant-Man mit einer Fußfessel unter Hausarrest. Er hat seinen eigenen Tagesrhythmus geschaffen und kümmert sich sehr liebevoll um seine Tochter Cassie. Ihm bleiben nur noch wenige Tage, bis er wieder frei ist. Doch dann kommt Hank Pym mit seiner Tochter Hope Van Dyne auf ihn zu, um ihn in ein neues Abenteuer zu reißen. Hank und Hope befinden sich nämlich auf der Suche nach Hopes Mutter Janet, die vor langer Zeit beim Entschärfen einer Atomrakete im subatomaren Raum verschwunden ist. Bei diesem Vorhaben geraten sie auch mit dem mysteriösen Ghost aneinander. 2018 ist nach 2017 schon das zweite Jahr, in dem 3 Filme aus dem MCU in einem Jahr in den Kinos starten. Nach dem politisch angehauchten und hoch erfolgreichen Black Panther erschien Avengers Infinity War und schockte alle Marvel-Fans. Es ist nur bezeichnend, dass es Ant-Man sein musste, der das Leichte und Komödiantische wieder ins MCU bringt. Es geht nicht um die Rettung der Welt, nein, im 20. Film des MCUs geht es wieder um den Wert der Familie und die bedingungslose Hingabe, die eigene Mutter nach Jahrzehnten wiederzufinden. Während all das passiert und sich Scott, Hope und Hank auf die Reise begeben, wird ein alberner Witz nach dem anderen gerissen und wie schon im ersten Teil zünden die meisten dieser doch recht jugendlichen Gags, wenn auch nicht alle. So wurde auch schon im ersten Teil immer wieder derselbe Witz gebracht, dass Ant-Man in klein kämpft und alles gigantisch und brachial wirkt. Dann springt die Kamera aber raus und nach einem Schnitt sieht man in einer Totalen einen Bauklotz, der umfällt. Zum Glück waren die Autoren klug genug, auf diesen Witz größtenteils zu verzichten. Stattdessen wiederholen sie einen neuen Witz immer wieder, nämlich dass Scott Lang nichts von dem versteht, was Hope Van Dyne und Hank Pym so daherplappern. Es ist nämlich unglaublich, wie viel sogenannten Techno-Battle es hier in diesem Film gibt, also wissenschaftliches Gelaber, das aber eigentlich keinen Sinn ergibt. Das futuristische und unrealistische Schrumpfen wird in ältester Science-Fiction-Manier einfach mit wissenschaftlichem Blabla umschrieben. Hier wird so viel Kauderwelsch hin und her geworfen, um eine künstliche Handlung zu konstruieren, in der alles so wirken soll, als gäbe es eine wissenschaftliche Grundlage hinter dem Ganzen. Ansonsten ist Marvel aber überraschenderweise erneut ein Volltreffer gelungen, denn Ant-Man and the Wasp schafft es von der ersten bis zur letzten Sekunde zu unterhalten. Der erste Akt baut zwar noch mit viel Technobabble die ganze Handlung auf, im zweiten Akt lernen dann Ant-Man and the Wasp Seite an Seite zu kämpfen und der Film endet dann in dem dritten Akt in einer einzigen überlangen Actionsequenz und dann ist tatsächlich Schluss. Ohne was zu spoilern, ist Ant-Man and the Wasp ein Film, der einen nach dem Ende auch sofort loslässt. Es ist keine dick aufgetragene Tragik vorhanden, wie noch in Infinity War. Diese Handlungsentwicklung wird in Ant-Man and the Wasp aber auch kaum bis gar nicht weitergesponnen. Das könnte einige Zuschauer enttäuschen, dass hier wirklich gar nicht auf die Ereignisse aus Infinity War eingegangen wird oder so gut wie gar nicht. Aber der Grund, warum man doch nicht den Kinobesuch bereut, sind nicht nur die vielen Witze des Films, sondern vor allem auch das Schauspiel und das Bestreben, die Gegenspieler im MCU endlich aufzuwerten. Auch wenn der erste Ant-Man viele Schwächen und einen völlig vergessenswerten Bösewicht hatte, spürte man überall Edgar Wrights rasante Handschrift. Es wäre schön gewesen zu sehen, wie Ant-Man heute aussehen würde, wenn Edgar Wright, der Schöpfer von Filmen wie Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim oder Baby Driver, sich nicht von Marvel getrennt hätte. Marvel reagiert tatsächlich aber auf die öffentliche Kritik an den Bösewichten. Schon mit Michael B. Jordans Figur Eric Killmonger in Black Panther konnten sie einen hinreißenden und großartigen Gegenspieler schaffen mit einer sehr nachvollziehbaren Agenda. Thanos sollte dann Marvels Paradebeispiel für einen bewegenden und interessanten Bösewicht werden. Und hier hat man in Ant-Man and the Wasp sich mit Ghost einen Gegenspieler ausgedacht, der eigentlich unter größten Schmerzen einfach nur ums eigene Überleben kämpft und sich gegen seine Taten gar nicht wehren kann. Das wäre Stoff für eine sehr harte und fesselnde Handlung, aber der Film
schert sich eigentlich gar nicht um Ghost und es ist erstaunlich, wie unbekümmert und heiter der Film daherkommt. Wer also nur wissen möchte, wie es im MCU weitergeht nach den Ereignissen von Infinity War, der wird hier nicht glücklich. Regie führt genau wie im ersten Teil Peyton Reed und dieses Mal setzt er seinen Fokus vor allem auf Evangeline Lilly, die Wasp spielt. Im MCU entwickeln sich ja sowieso viele Frauen derzeit zu mutigen und fähigen Kriegerinnen, während einige Männer von ihrer eigenen Arroganz und Großkotzigkeit geschlagen werden. So geschieht es ein wenig auch mit Scott Lang, der an manchen Stellen des Films so ein bisschen die Sympathie verliert. Tatsächlich ist Ant-Man and the Wasp vor allem eine Geschichte über The Wasp und ihren Vater und nicht unbedingt über Scott Lang. Er trägt zwar viele Gags in diesem Film, aber es wirkt so, als sei seine eigene Geschichte schon im ersten Teil komplett auserzählt gewesen. Wie schon in Civil War scheint es keine besonders wichtige Figurenentwicklung mehr für Ant-Man selbst zu geben. Dafür kann Paul Rudd zwar nichts, aber mich hat das schon etwas gestört. Michael Peña hingegen ist wieder einmal, genauso wie im ersten Teil, der geheime Star des Films. Ich will nichts verraten, aber das Stichwort Wahrheitsserum sollte ausreichen für alle, die den Film schon gesehen haben. Und Walton Goggins möchte mit seiner Figur des Gangsterbosses genau dasselbe schaffen, bleibt aber völlig blass. Gerade weil Walton Goggins die Schwierigkeit hat, dass er immer wieder dieselben Facetten in seine Filme bringt und immer wieder dieselbe Figur spielt, die zwar ihre Farce bewahrt, so nach außen hin, aber unter der Oberfläche brodelt und richtig, richtig böse ist. Und für mich wird diese ständig wiederkehrende Rolle irgendwie langweilig. Schauspielerisch ist in diesem Film aber alles sehr glaubwürdig und das ist eine ganz große Leistung bei dieser sonst eher hanebüchenen Handlung. Großartig ist aber auch Scott Langs Tochter, die von Abby Ryder Fortson verkörpert wird. Da gibt es tatsächlich einige wahnsinnig berührende Szenen, gerade wenn die junge Cassie ihrem Vater sagt, dass er nicht lachen soll, wenn sie ihm sagt, dass sie ihn im Kampf gegen die Bad Guys doch unterstützen könnte. Das hat die junge Darstellerin so hingabevoll gespielt, dass es einem so richtig das Herz hat erweichen lassen. Ant-Man 2 kann aber vor allem mit seiner visuellen Arbeit überzeugen und alles andere würde ja bei dem Budget des MCUs überraschen. Wer schon im ersten Teil den subatomaren Raum mochte, wird auch im Nachfolger nicht enttäuscht, gerade weil dieser gesamte Kram ja an die Slitcam-Sequenz aus Kubrick 2001 erinnert hat. Das war eine klare Hommage und dieses Mal steht dieser subatomare Raum noch weiter im Mittelpunkt. Der Film punktet aber auch in seinen vielen kreativ inszenierten Action-Szenen, die gerade auf der großen Leinwand viel Spaß machen, auch wenn da nicht immer alles 100%ig Sinn ergibt. Wie schon im Trailer sieht man ja auch Hank Pyms Labor, das geschrumpft und transportiert wird und jeder ist heiß auf dieses Teil und so entwickeln sich rasante Action-Szenen, in denen sich jeder um dieses Labor prügelt. Das ist witzig, weil das eigentlich sogar innerhalb der Logik des Films und der Comics keinen Sinn ergibt, denn Pym kann die Masse der Gegenstände ja nicht verändern. Das heißt, das Labor müsste eigentlich in klein genauso schwer sein wie in groß. Aber so kleinlich möchten wir jetzt mal nicht sein. Trotzdem muss man definitiv gesagt haben, dass Ant-Man and the Wasp die ganze Zeit kaschieren möchte, über was für einen atemberaubenden Blödsinn die ganze Zeit gesprochen wird. Gerade Lawrence Fishburne ist dieses Mal als alter Wegbereiter von Pym dabei und posaunt, ja in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Erklärungen heraus, bei denen ich mich frage, warum man sich überhaupt erst die Mühe gemacht hat, sie in den Film zu schreiben. Gerade weil in solchen Szenen immer wieder dieselben selbstironischen Witze gemacht werden und weil auch in diesen Szenen dieser sonst rasante Film eher gebremst wird. Ich möchte die Kritik jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen und gebe dem Film 7 Punkte, die exakt selbe Punktzahl, die ich vor ein paar Jahren auch dem ersten Teil gegeben habe. Dabei fand ich diesen Film sogar noch ein kleines Stück unterhaltsamer und witziger als den Vorgänger. Ant-Man and the Wasp macht eine große Menge Spaß, auch wenn er für den großen Gesamtverlauf des MCUs wirklich keine Rolle spielt. Gerade das war aber auch irgendwie eine willkommene Abwechslung, denn der Film macht meiner Meinung nach, wie schon der erste Teil, sehr viel Spaß, aber auch wieder einige Fehler. Gerade nach dem tollen Killmonger und dem tragischen Thanos ist hier mit Ghost eine Figur geschaffen worden, ein Gegenspieler, auf die man gar nicht böse sein kann. Es ist schade, dass man Ghost da nicht noch genauer durchleuchtet und nachfühlbarer gemacht hat. Sie wird einfach zur Seite geschoben, wie sämtliche Handlungsentwicklungen in diesem Film. Denn die Handlung ist wirklich nur ein x-beliebiges Vehikel hier, um den Film von Action-Szene zu Action-Szene und Gag zu Gag zu bringen. So merkt man leider, dass Peyton Reed nicht unbedingt eine handfeste, also nicht wirklich überhaupt irgendwas erzählen wollte. Das fühlte sich in Black Panther noch ganz anders an.
Ant-Man and the Wasp ist letzten Endes ein ganz typischer Marvel-Film nach Schema F, der die Leichtigkeit wieder ins MCU zurückbringen möchte. Es ist ein kurzweiliger Superheldenfilm, der Spaß macht und eine Handlung hat, die völlig egal ist und die man nach dem Kinobesuch ganz schnell wieder vergisst. Ihr solltet jetzt vielleicht auch mal einfach eine andere Kritik von uns gucken zu einem Film, der ebenfalls derzeit im Kino läuft, nämlich Sicario 2, Day of the Soldado. Die Kritik habe sogar nicht ich gemacht, sondern meine Kollegen, nämlich Jonas und Marius. Und der Film ist halt natürlich auch sehr interessant, das kann ich echt nur empfehlen. Und ihr solltet auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer schön erinnert. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper. Und Alfie, der sich eben so ein bisschen am Hintern herumgeknuspert hat.